Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal. Der Weg zu besseren Ergebnissen in unseren Bildern ist manchmal mühsam und die Erfolge lassen auf sich warten. Im heutigen Video zeige ich dir einen Ansatz, wie du durch geduldiges Üben deine Fähigkeiten im Aquarell verbessern wirst. Im heutigen Video geht es um die verschiedenen Stufen, die wir durchlaufen, bevor wir eine Tätigkeit richtig gut beherrschen. Dies gilt nicht nur fürs Aquarellmalen, sondern zum Beispiel auch, wenn man ein Instrument lernen will oder eine neue Sprache. Das Erlernen einer komplexen Tätigkeit geschieht in mehreren Stufen. Ich habe sie hier einmal in 5 mögliche Schritte aufgeteilt. Anschauen, analysieren, ausprobieren, automatisieren und anwenden. Diese 5 Schritte sind notwendig und manche davon müssen sogar beliebig oft wiederholt werden, um eine neue Fähigkeit wirklich zu verankern. Im besten Fall kommt zwischendurch noch das Feedback eines guten Lehrers hinzu. In meinen Aquarellkursen begegnen mir immer wieder Schüler, die diesen Weg abkürzen wollen und sich auf den Schritt 1 und 5 beschränken. Diese beiden Schritte reichen aber nicht, um wirklich besser zu werden und zu deinem ganz persönlichen Ausdruck zu finden. Lass uns heute einen kleinen Weg gemeinsam gehen. Male einfach mit mir mit und lass dich nicht durch die scheinbare Ereignislosigkeit dieses Videos beirren. Vielleicht hast du am Ende des Films eine Erkenntnis gewonnen und kannst in Zukunft besser auf deine Lernerfolge hinarbeiten. Schau dir also bitte heute wirklich den ganzen Film an. Am besten mit deinen Malsachen machst du einfach gleich mit. Nicht zwischendurch die Vorlauftaste drücken. Unbeirrt alle Schritte mitmachen. Und schau, was vielleicht am Ende des Videos bei dir passiert ist. Also, los geht's, viel Spaß! Unsere Aufgabe für heute ist, eine einfache Birne zu malen. Hier habe ich ein Referenzfoto. Die Unterstützer dieses Kanals bekommen das Foto und auch eine Skizze wieder per Mail zugesendet. Ich möchte die Birne insofern ein wenig verändern, als ich die Achse leicht schräg ansetzen möchte. Also ungefähr so. Um jetzt hier eine ausgewogene Form hinzubekommen, zerlege ich mir die Birnenform in 2 Grundformen, also 2 Kreise, und kann dann hier relativ einfach den Umriss ergänzen. Hier unten liegt sie ein bisschen auf dem Tisch auf, also da würde ich ein bisschen gerade arbeiten hier. Und vielleicht noch darauf achten, dass nicht beide Außenkonturen hier, auf der Seite und auf der Seite, sind nicht gleich. Ja, die ist anders geneigt als die. Ergibt sich meistens ohnehin von selbst, da wir ja nicht ganz gleichmäßig arbeiten. Hier oben kommt noch ein Stiel. Hier auf der linken Seite werde ich noch einen kleinen Schatten einfügen. Das Licht kommt von rechts oben und dementsprechend gibt es hier einen kleinen Lichtreflex, eventuell hier eine hellere Stelle und der Schatten der Birne befindet sich dann in diesem Bereich und auch hier oben in der zweiten Kugel gibt es auch nochmal einen halbrunden Schatten. Wir sehen das hier nochmal schön auf dem Referenzfoto, dass wir hier diesen Schattenbereich haben und hier den größeren Schattenbereich, hier. In diesem Bereich hier in der Mitte gibt es die Eigenfarbe der Birne und hier im lichten Bereich ist die Eigenfarbe der Birne leicht aufgehellt und verfremdet durch die Einwirkung des Lichts. So, jetzt geht es darum, diese Birne mit Aquarellfarben zu malen. Und jetzt bei dieser ersten Übung, ich habe ja heute einige Übungen mehr mit euch vor, geht es darum, dass du bitte einmal nur zuschaust. Ich male und du schaust zu. Ich verwende nicht viele Farben, beginne jetzt mit lichter Ocker im lichten Bereich, verblende mit Wasser und nehme ein wenig Green Apatite Genuine. Im schattigen Bereich dunkle ich ab mit Green Apatite Genuine und Sienna gebrannt. Den Schatten füge ich an mit Green Apatite Genuine und etwas Alizarin Karmesin.
und setze mit dieser Farbe auch ein bisschen extra Schatten hier rein. Eine kleine Aufhellung hole ich hier am unteren Bereich der Birne, da wo sie in den Schatten eintritt, aus dem Körper heraus und setze eine sehr cremige Schlagschattenlinie direkt unter den Birnenkörper in den noch nassen Schatten hinein. Den Stiel male ich mit lichter Ocker auf der Lichtseite und ein wenig Sienna gebrannt auf der Schattenseite. Bisschen intensivieren mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau auf der linken schattigen Seite. Und nun möchte ich noch den Lichtreflex ein wenig anlösen, um ihn etwas weicher zu gestalten. Einen kleinen extra Schlagschatten brauchen wir noch hier an der Stelle, wo der Stiel in den Birnenkörper hineinragt. Und ich setze noch hier jetzt einen leichten Schatten. Das ist der Schatten, der Schlagschatten, den der Stiel auf die Birne wirft. Eine kleine Helligkeit hebe ich hier links im Stiel, im unteren Bereich noch heraus. Das ist die kleine Lichtreflexion, die von der hellen Birnenfläche hier zurückschlagen würde auf den Stiel. So, das war's. Und nun machen wir das Ganze einfach noch einmal. So, ich hoffe, du bist jetzt dabei. Wir werden jetzt die Birne noch einmal malen und ich werde ein wenig analysieren, was ich eigentlich hier tue. Wir fangen an mit lichter Ocker, mit viel Wasser im lichten Bereich der Birne. Dabei können wir hier oben einen kleinen Lichtreflex aussparen. Viel Wasser in diesem Bereich, denn hier verfremdet sich die Eigenfarbe der Birne durch das Licht. Im mittleren Bereich kommt eine Mischung aus Ocker und Grün dazu und die Farbe wird auch schon etwas cremiger, damit ich das Volumen erzeuge. Das heißt, in der Mischung ist jetzt nach und nach immer weniger Wasser. Sienna gebrannt und Grün gemischt für den schattigen Bereich. Die Farbe ist so cremig, dass der Farbauftrag dunkel ist, aber sie ist so flüssig, dass hier eine schöne zusammenhängende Farbform entstehen kann. Und zügig arbeiten in den Schatten mit Green Apatite Genuine und etwas Alizarin Karmesin. Ich nutze das Rot, um den Schatten hier einzufügen, weil das Rot die komplementäre Farbe zum Grün ist und dadurch beide Farben zusammen sich zu einem Grauton oder hier ist ein Braunton neutralisieren und eine sehr schöne Schattenwirkung entsteht. Jetzt wische ich hier einen kleinen Eintrittslichtreflex aus der Birne heraus. Dafür habe ich den Auswaschpinsel leicht angefeuchtet, nebelfeucht, trockne ihn ein wenig hier vorne an der Spitze ab und gehe dann mit ein, zwei Bewegungen in die noch immer feuchte Fläche der Birne. Um jetzt den sehr dunklen Schlagschatten unter der Birne einzufügen, darf ich nicht mehr mit dem Pinsel ins Wasserglas gehen, sondern ich mische mir jetzt hier in meine vorhandene Pfütze sehr trocken Sienna gebrannt und Ultramarin und setze hier, da darf auf keinen Fall zu viel Wasser drin sein in dieser Pinselaktion jetzt hier, denn sonst würde es zu den ausblühenden Rändern kommen. Wenn du hier einen Blumenkohlrand bekommst, war die Farbmischung jetzt für den Schlagschatten zu nass. Es folgt unser Stiel mit sehr viel Wasser und lichter Ocker im hellen Bereich und unmittelbar anschließend gemischt lichter Ocker mit Sienna gebrannt, etwas cremiger und auch ein wenig Ultramarin dazu für den schattigen Bereich. Ich halte alles jetzt hier, diese ganze Birne ist sehr schlicht gehalten
mit wenig malerischen Aktionen. Es fehlt jetzt hier vollkommen der zweite Farbauftrag. Wir malen diese Birne alla prima, so nennt man das. Also in einem Rutsch versuchen wir den lichten und den schattigen Bereich mit den verschiedenen Tonwerten herzustellen. Das ist eine wunderbare Übung, um schnell zu arbeiten und wirklich mit dem ersten Ergebnis versuchen, das finale Ergebnis schon zu erreichen. Das bewahrt dich davor, zu lange in dieser Birne jetzt herumzufummeln. Das wollen wir nicht. Also alla prima in einem Rutsch die ganze Birne malen. Ich male jetzt den Schlagschatten unter dem Stiel, wieder mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Etwas Alizarin kommt noch mit hinein. Als letzte Aktion leicht auffällen den Stiel auf der rechten unteren Seite und auch leicht anlösen des Lichtreflex. Beim Anlösen mit dem Flachpinsel darauf achten, dass das Wasser nicht zu schmutzig ist und dass das Tuch, vor allem mit dem ich jetzt hier die Farbe abhebe, wirklich trocken ist. Ja, wenn das Tuch jetzt hier schon nass ist, weil man es schon zu lange in der Hand hat, dann verschmiert man sich natürlich hier die Farben. Kleine Intensivierung noch des Stiels auf der linken Seite und dann noch den Schlagschatten eintragen, den der Stiel auf den Birnenkörper wirft. Dafür verwende ich hier meine grünen Reste mit Ultramarinblau und etwas Alizarin. Dadurch entsteht ein Violett, welches aber einen Hauch-Grünanteil in sich trägt. Und jetzt machen wir zu Übezwecken das Ganze noch einmal. Birne Nummer 3. Ich beginne wieder mit lichter Ocker und Green Appetit Genuine. Vielleicht möchtest du jetzt ja auch eine andere Farbkombination ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, ein wenig Rot in der Birne sieht bestimmt auch gut aus. Ich möchte es einfach zum Übezweck jetzt genau gleich wie die anderen beiden Birnen malen, wobei im Aquarell ja immer zu sagen ist, eine genaue Kopie wird es nicht geben. Dafür machen die Farbe und das Wasser einfach immer zu sehr, was sie wollen. Green Appetit Genuine mit Sienna gebrannt für den schattigen Bereich. Etwas auch in die obere Kugel. Aufpassen, beim Einaddieren der Farbe sollte der Pinsel etwas trockener sein, vor allen Dingen im oberen Bereich. Bisschen Rot mit in den Schatten, vertieft die Dunkelheit und den Schlagschatten der Birne gleich mit anfügen, mit Green Appetit und Alizarin und einer cremigen Konsistenz der Farbe. Die Lichtreflexion hier unten rausholen und den extra Schlagschatten mit Sienna gebrannt und etwas Blau und Alizarin einfügen. Wichtig ist, dass hier wirklich der dunkelste Bereich, quasi des ganzen kleinen Motivs ist. Den Stiel wieder mit lichter Ocker. Auch hier kannst du jetzt natürlich gerne was Neues farblich ausprobieren. Viel Wasser für die lichte Seite und weniger Wasser für die schattige Seite des Stiels. Jetzt setzen wir den Schlagschatten unter den Stiel und hier einen kleinen Schatten, der sich über den Birnenkörper hinüber bewegt. Kleine Aufhellung hier auf der rechten Seite macht die ganze Sache etwas plastischer. Und auf der linken Seite noch ein wenig den Schatten intensivieren, um die Rundung des Stiels noch deutlicher zu machen. Das war Birne Nummer 3 und zu Übezwecken machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Jetzt kommt ja Birne Nummer 4. Wir wären jetzt im Lernschritt Automatisieren angekommen. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist oder ob du vielleicht noch 5 Birnen dazwischen malen musst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt der Ablauf des Malens der Birne für dich schon etwas zügiger und quasi automatisiert ablaufen kann. Versuchen wir es. Starten wieder mit der Skizze, Kreis und Kreis.
Hier würde die Achse durchgehen und jetzt verbinde ich wieder etwas unregelmäßig, dass diese Seite nicht genau gleich zur anderen Seite ist. Bei dieser Birne Nummer 4, werde ich jetzt nicht so viel erzählen. Versuch zügig die einzelnen Arbeitsschritte zu erinnern und jetzt in dieser Birne umzusetzen. Du hast sicherlich schon gemerkt, dass schnelles und zügiges Arbeiten wichtig ist, um die lichten und schattigen Bereiche gut miteinander zu verbinden. Die Sicherheit im schnellen Arbeiten bekommt man nur durch Wiederholung. Das war unsere 4. Birne und vielleicht konntest du ja schon einen Unterschied zu deinem ersten Versuch feststellen. Nun kommt der 5. Schritt, anwenden, und wir werden jetzt noch einmal die Birne malen und du versuchst alles bisher Gelernte noch einmal anzuwenden. Gemeinsam können wir die Fähigkeit, eine Birne zu malen, nächste Woche anwenden. Ich werde im Video in der nächsten Woche ein komplexeres Stillleben mit mehreren Birnen malen und hoffe, dass du dann auch wieder mit dabei bist.